Forschung schreitet voran und häufig wird Forschung auch in den Restaurierungslaboren des Landesmuseums gemacht. Und das ist hier auch bei der Schamanin von Bad Dürnberg der Fall. Einer der rätselhaftesten, der spannendsten Funde der Schamanin, eine Grube, die ihrer Grabgrube gegenüber lag und in der sich zwei Hirschgeweihe, zwei Hirschmasken befanden. Diese wurden hier in der Restaurierungswerkstatt untersucht, sie wurden zusammengesetzt und plötzlich sieht man, dass es sich nicht um eine, wie ursprünglich gedacht, sondern um zwei Masken handelt. Aber noch viel wichtiger, man konnte Material für die Datierung gewinnen. Man sieht, dass die Masken einige Jahrhunderte jünger sind, also in einer Memoria an die mächtige Frau deponiert wurden. Und das ist das Spannendste, man sieht Bearbeitungsspuren, sodass wir mit erheblicher Sicherheit davon ausgehen können, dass es sich um Masken handelt. Und dies ist von ungeheurer Bedeutung, weil in Bezug auf jungpaläolithische und mesolithische Masken immer spekuliert wurde, ob denn diese mit Schamanismus zusammenhängen. Da wir die Schamanin aufgrund ihrer körperlichen Defekte als Schamanin identifizieren können, können wir die Masken mit ihr in Verbindung bringen und die Masken damit auch mit dem Schamanismus verbinden. Und sie selbst hat ja ebenfalls eine Maske dabei. Langer Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Befund von ungeheurer Bedeutung für die Forschungsgeschichte, aber auch für das Verständnis dieser jägerischen Zeit, die so schwierig war, als Schamanen oder Schamaninnen diese Masken in einer Zeit deponierten, in der das Klima sich dramatisch verschlechterten, offenbar heilsuchend bei einer Urahnin. Ja, Herr Breuer, wir haben hier eine wahrscheinliche Schamanenmaske oder Schamaninnenmaske, besser gesagt, die gegenüber der Schamanin von Bad Dürnberg in einer flachen Grube gefunden wurde. Wenn man sich vorstellt, dass die Schamanin in der Grube sitzt und zur Saale hinschaut, dann wäre die Maske genau gegenüber gelegen. Und wir haben ja schon ein kleines Rehgeweih in der Grube, das wir schon für eine Maske hielten und die Herr Schauer auch schon so rekonstruiert hat. Und nun haben wir hier diese Hirschmaske, die mögliche. Und ja, was haben Sie jetzt gemacht hier in dem Befund, dass Sie die freilegen? Wir haben die am Block geborgen und was sehen wir jetzt hier? Also die kleine Blockbergung, die habe ich erstmal umgedreht. Und weil man sieht, von der Vorderseite ist sie doch sehr schlecht erhalten und sehr bröselig. Und damit man die richtig freilegen kann, habe ich das jetzt von unten bewerkstelligt. Ich habe sie erstmal gebettet auf ein stabiles Bett, dass sie mir nicht auseinanderbricht beim Freilegen. Weil wenn die Erde dann weg ist, dann liegt sie ja hohl. Und habe dann angefangen, hier die Bereiche freizulegen der Hirschmaske. Und gleich am Anfang ist mir hier aufgefallen, dass man hier an dem Schädel feine Schnittspuren sieht, die also auf jeden Fall künstlicher Natur sind. Im weiteren Freilegen kamen immer mehr Teile zum Vorschein, die zum Teil eben auch sehr fragil und bröselig waren, sodass ich hier am Rand jetzt noch nicht so endgültig das freigelegt habe. Im weiteren Verlauf muss ich dann, bevor ich hier weitermache, erstmal ein Tränkungsmittel einbringen. Und was ist dann der Plan? Das heißt, Sie bringen ein Tränkungsmittel ein, dann werden die Ränder stabilisiert, das Hauptteil ist ja stabil. Aber was ist dann der Plan? Wie geht es dann weiter? Wenn Sie das gefestigt haben, drehen Sie es dann wieder um oder legen Sie es erst frei? Also mein Plan im Moment sieht so aus, dass ich die Ränder festige von den Einzelobjekten, dokumentiere und dann vorsichtig freilege und die entnehme. Nach einem gewissen Plan, damit ich weiß, was wohin gehört. Und nach dem Entnehmen säubere ich die Ränder und auch die Vorderseiten nochmal. Und dann sehe ich, wie die einzelnen Fragmente zusammenpassen. Ich stelle mir vor, ich kann hier 4 oder 5 größere Fragmente erstmal in situ festigen und entnehmen und dann diese Fragmente außerhalb des Blockes zusammenfügen zu einem Objekt. Das ist der Plan. Ob das so klappt, weiß ich noch nicht, aber da muss man halt beim
fortschreitender Arbeiten den Plan entsprechend anpassen. Okay, ich sehe hier ein großes Rechteck. Ich glaube, das war eine C14-Probe, Genau. die Sie genommen haben. Wir hatten ja Probleme gehabt von der Vorderseite, hatten wir schon eine Probe genommen zur C14-Datierung. Da war zu wenig Kollagen, die lief nicht. Kein Ergebnis gebracht. Genau. Und da aber die Datierung ja nicht unbedeutend ist in dem Kontext, hatten wir jetzt noch entschlossen, uns noch eine zweite Probe zu nehmen. Und da bot sich vom Geweih eine schon vorhandene Bruchscholle an, die ich entnommen habe, die jetzt hier bereit liegt und die demnächst eingeschickt wird zur C14-Probe. Die Fehlstelle selbst wird dann durch eine Nachbildung wieder verschlossen. Ja, und wir haben uns entschieden, dass wir eben nicht hier etwas entnehmen, weil hier gibt es eben Bearbeitungsspuren und es wäre schade, wenn man hier was entnimmt und man würde die Bearbeitungsspuren vom Original verlieren. Und auch wenn wir das Original möglicherweise nicht genau datieren können, nehmen wir jetzt erstmal trotzdem noch keine Probe von den möglicherweise datierbaren Bereichen, weil die einfach uns momentan noch zu wertvoll sind und wir ohnehin wissen, wie die Maske datiert. Hirschmasken oder solche möglichen Hirschmasken gibt es nur im Mesolithikum und mesolithischen Gräbern. Wir haben zwar im Paläolithikum, also im Jungpaläolithikum gezeichnete, also auf den Höhlenwänden, wo Menschen tanzen mit so etwas, aber wir haben keine realen gefunden. Bei Gräbern mitgegeben werden die eben im Mesolithikum. Es gibt nur im Keltischen etwas, aber das ist etwas anderes, das würde man auch kennen. Und dass so eine Maske gegenüber einer Bestattung liegt, und das zufällig ist es ganz unwahrscheinlich, die gehört zur Bestattung und damit ist das Datum der Bestattung, das um 7000 vor Christus datiert, auch das Datum der Maske. Wir hätten halt gerne nur noch mal eine unabhängige Bestätigung gehabt, die können wir auch später möglicherweise erhalten, wenn wir uns entschließen, etwas aus der Compacta herauszunehmen. Momentan wollen wir aber zuallererst die Bearbeitungsspuren dokumentieren. Ja, es wird für uns wichtig sein, herauszufinden, ob der Schädel sozusagen so abgetrennt ist, ob wir an den Rändern Bearbeitungsspuren finden oder gar möglicherweise Löcher für die Befestigung von Schnüren oder Ähnlichem, dass man die Maske befestigen kann. Das ist nicht unbedingt nötig, man kann die auch so befestigen, aber es wäre natürlich eindeutig. Was wir jetzt schon sehen, sind zahlreiche Schnittspuren, die können aber vom Entfleischen bzw. vom Reinigen des Geweihes stammen. Es ist auf alle Fälle ein stattliches Geweih. Frau Ohlschlägl hat das bereits, glaube ich, besichtigt. Was meinte die, wie alt? Ich glaube 10 Jahre. Dieser Hirsch ist also 10 Jahre, also relativ alt und relativ kräftig. Also man hat hier schon ein kapitales Tier erlegt. Und es ist natürlich einerseits Maske, andererseits auch Beigabe. Und in der Grube befanden sich ja noch andere Dinge, eine Klinge, ein Grobsteingerät. Und ja, das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende Beobachtung, dass hier noch eine Grube angelegt wird, um diese wahrscheinliche Geweihmaske zu deponieren. Und wir sind jetzt mal gespannt, Herr Breuer, was rauskommt bei Ihren Untersuchungen, was passiert, wenn man das richtig reinigt, wenn man das umdreht, wenn Sie das zusammenbauen. Und ich bin überzeugt, das wird ein Highlight des Landesmuseums. Eine Frage hätte ich noch. Hier fehlt ja ein Ast, das heißt, ein Ast ist abgebrochen des Gehörns und ein Ast lag so abgeknickt dabei. Das ist dieser Ast, den wir hier in dem Block haben. Genau, in dem Bereich. Wissen wir, ob der dazugehört oder ist es nur zu vermuten? Im Moment noch nicht. Man kann das jetzt vermuten, weil eben gerade der Ast fehlt. Aber ich hoffe, im weiteren Verlauf der Bearbeitung können wir das noch genauer eingrenzen, ob das zu dem Geweih gehört oder ob das noch ein zweites Geweih ist, was in der Grube mitlag. Wunderbar. Sieht so aus, dass nur ein Geweihstück ist und mit nichts weiter und so ein Geweihstück fehlt, kann man sich vorstellen, dass das dazugehört. Aber das werden wir nur sehen. Bin hier sehr gespannt. Ja, und ich glaube, wir haben sehr wenige dieser Geweihmasken, 2 Hände voll nicht. Und da ist es schon ganz spektakulär, dass wir hier so einen Neufund haben. Vor allem nicht irgendwo in einem Moor vereinzelt, sondern in Bezug auf das vielleicht bestausgestattete Grab Mitteleuropas im Mesolithikum. Da sind wir ganz dankbar. Herr Breuer, Sie haben mir eine sehr wichtige Aufgabe, glaube ich, und Sie haben das bravourös gemacht. Also ich bin ganz begeistert und wir sind
gespannt, was wir hier noch zu erwarten haben und ob wir vielleicht in wenigen Wochen hier eine Maske in der Hand halten dürfen, die vor mehr als 9000 Jahren die Schamanin von Bad Dürnberg getragen hat. Sagen Sie mal, wir haben ja die Restaurierung hier verfolgt. Die Geweihe, die unglaublich wichtig sind, waren ja von so einer keksartigen, wie Sie es genannt haben, weichen Substanz. Und jetzt haben Sie das Ganze restauriert und gefestigt, nicht? Sind die jetzt stabil? Die Compacta ist nach dem Austrocknen auch stabiler geworden und die Randbereiche musste ich dann mit einem Kunststoff festigen, damit die nicht noch weiter abbröseln. Und das ist ja total aufregend. Jetzt haben wir tatsächlich 2 Geweihreste. Wir gingen anfangs von einem aus und Ja. möglicherweise 2, aber jetzt wissen wir, dass es 2 sind. Genau, ich habe jetzt hier nochmal die Ja. Fundsituation im Bild und bei dem unteren Teil war unklar, was es dabei ist. Jetzt, nachdem wir das von hinten freigelegt haben, können wir das so rekonstruieren, dass hier 2 Schädelmasken hintereinander lagen. Ah, ja. Und wenn man das ein bisschen rekonstruiert und vervollständigt, sieht man, dass die hier so direkt hintereinander lagen und dass die so ein bisschen auch zusammengeschoben waren, sodass die sich parallel zueinander dann ausgerichtet haben. Okay, die waren ja relativ eng aneinander. Da wäre nicht so viel Platz für, sagen wir mal, ein Schamanengewand. Häufig sind es ja Mützen oder häufig sind es ja organische Fellreste, die drunter sind. Nicht? Also da muss man überlegen, wie das vielleicht Ja. eingebunden war in so ein Gewand, dass es vielleicht trotz des Gewandes möglich war, das so eng zueinander zu legen und das Gewand quasi dann ringsherum auszubreiten. Das war ja möglich, weil die Grube sehr groß war. Eben. Und da muss man auch noch mal schauen, es lag ja sozusagen noch eine Klinge in der Nähe und so eine Art Schleifstein. Da muss man mal schauen, ob das nicht dazugehört, ob man da nicht was geschnitten oder gemacht hat. Ja. In jedem Fall haben wir jetzt eine Grube gegenüber der Grabgrube der Schamanin, die anders ist von der Morphologie und wo 2 Geweihe drin stehen, die einige Jahrhunderte jünger sind und aber Bezug nehmen auf die Schamanin. Das ist unheimlich spannend. Und jetzt meine Frage, Herr Breuer, Sie haben Bearbeitungsspuren gesehen. Also insbesondere hier an den Geweihansätzen sieht man deutliche Schnittspuren, die in verschiedene Richtungen verlaufen und die sicherlich mit der Zurichtung dieser Maske in Zusammenhang stehen. Okay. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es nicht ein Geweih ist, das irgendwie deponiert wurde, sondern dass es tatsächlich ein Geweih ist, das bearbeitet wurde. Und da Sie ja selbst so ein Rehbockgeweih hat, das wir als Maske interpretieren, das ja ähnliche Bearbeitungsspuren hat, kann man davon ausgehen, dass wir hier eine Maske vor uns haben, dass die Äste gekürzt waren und dass auch der Gesichtsschädel gekürzt war. Denn wenn ich es richtig sehe, dann ist der ja an der dicksten Stelle, sozusagen an der massivsten Stelle abgebrochen oder abgeschnitten. Aber man sieht das auch hier sehr schön bei den Aufnahmen, wo die Einzelfragmente zusammengesetzt sind, dass hier in dem Bereich das wie gerade abgeschnitten wirkt, sodass hier sicherlich auf jeden Fall eine Manipulation durch den Menschen erfolgt ist. Ja, das ist also ganz spannend. Das heißt, wir haben massive Hinweise, dass wir hier eine Maske haben. Und die zweite Maske, da ist es so, dass wir diesen Ast, der ja daneben liegt, noch nicht sicher zuordnen können. Es könnte auch sein, dass der Ast sozusagen noch zur ersten Maske gehört. Da die so eng nebeneinander liegen und die Geweiheäste natürlich auch weit ausgreifend sind, man sieht es hier auch bei der Rekonstruktion, dass es möglich ist, dass dieser Ast auch zu der anderen Maske gehört. Aber da müssen wir noch mal genauer schauen, ob man da noch eine genauere Zuordnung treffen kann. Und ich fand es ja spannend, Sie haben ja ein Geweih aus der Sammlung besorgt, ein mächtiger Zwölfender, also ein großer, ausgewachsener Hirsch. Und unsere passen ja da ganz gut dazu. Wenn man die Rose nimmt und die Größe, dann passen die ganz gut zu diesem Ja, ich denke gewaltigen. schon, das müsste so ungefähr das Format sein, was wir hier in Bad Dürrenberg vorfinden. Sollen wir uns den Zwölfender mal anschauen? Das können wir gern machen. Dann nehmen wir mal die Schachtel mit. Ich nehme die, Sie nehmen die. Und wir schauen mal hier. Ja, hier ist ein Vergleichsgeweih von einem mächtigen Zwölfender. Und wenn man das mit den Fundstücken aus Bad Dürrenberg vergleicht, kommt man zum Ergebnis, dass der Bad Dürrenberger fast noch ein Stückchen gewaltiger war als dieser
Riesenrothirsch, der hier steht. Ja, dann versuchen wir das doch mal und schauen uns mal an, wie das hier aussieht. Ja, man sieht hier, dieser Durchmesser und diese Rosette, die sind bald noch größer als bei dem Vergleichsstück. Also durchaus ein 14-Ender oder ähnliches, nicht? Weil hier haben wir ein 12-Ender, also ein Und hier gewaltiges Tier. Der Geweihast gehört dann hier so drunter. Ja, fantastisch. Ja, ne, und man sieht schon, das war also muss ein riesiger, gewaltiger Hirsch gewesen sein, zu dem die Maske Naja, gehört. und man muss sich überlegen, nicht, eigentlich wäre die Maske sehr schwer zu tragen. Das heißt, man muss sie einkürzen. Ja. Man kann das kann man ja nicht als Maske tragen, Ja. nicht? Sondern man kürzt die ein und dann hat man so eine tragbare Maske, die aber einen gewaltigen Hirsch repräsentiert. Und warum das so ist, da muss man sich nun Gedanken machen, warum die einen so einen großen Hirsch als Maske haben und unsere Schamanin hat einen Rehbock. Und das ist eine spannende Frage. Und die Bearbeitungsspuren, die entsprechen praktisch dann dem hier. Das heißt, man hätte hier das vom Fleisch und von der Haut befreit Ja, so sieht es aus, genau. und dann eingekürzt. Und entsprechend hier diesen Schädel abgetrennt und diese plane Fläche erzeugt. Okay. Und auf der Rückseite ist es ja dann praktisch wie eine glatte Fläche, Ja, genau. sodass man die Maske irgendwo aufsetzen kann, etwa auf eine Kappe oder irgendwo befestigen kann. Ja, Herr Breuer, das ist ja spannend. Hier haben wir die richtige Maske der Schamanin selbst. Das sind ja zwei Masken, die vor ihrer Grube Jahrhunderte später deponiert wurden. Aber hier ist die Maske der Schamanin und im Gegensatz zu den Schamanenmasken davor ist diese Maske hier viel kleiner und graziler. Die gehört wahrscheinlich zu dem Rehbock. Das ist ein Rehbock-Gehirn. Und auch hier sieht man, dass der Schädel ringsherum bearbeitet ist, reduziert ist. Ganz ähnlich, wie das auch bei den Hirschmasken zu sehen ist. Wahrscheinlich vorbereitet zum Einsetzen in eine Kappe, wie auch immer geartet. Also etwa eine Filzkappe oder Fellkappe oder Pelzkappe, Genau. indem man das einsetzt. Und was ich ganz spannend finde, hier sind ja auch noch auf halber Höhe des Gehirns sind ja auch noch Bearbeitungsspuren. Ja, da sind so wie Einschnitte drin, deren Bedeutung noch diskutiert wird. Also ich hatte die Vorstellung, dass man da beispielsweise von einer Hirschmaske oder einer Rehbockmaske oder vielleicht auch ein Fell eines anderen Tieres drunter macht und dort dann die Ohren hochbindet. Nicht, dass man nicht nur das Gehirn hat, sondern auch die Ohren. Das ist etwas, was wir bei rezenten Schamanenmasken und auch öfter sehen, dass man sozusagen auch die Ohren des Tieres sieht, die ja häufig ganz signifikant sind. Also das ist die kleine Maske der Schamanin von Bad Dürnberg und vor ihr werden die mächtigen Masken niedergelegt. Die Menschen, die die mächtigen Masken niedergelegt haben, haben sicherlich sich nicht mehr erinnert, dass die Maske klein war. Sie wussten aber vielleicht, dass das Totemtier oder beziehungsweise das Schamanentier, das Tier, das die Schamanin auf der Geisterreise ins Jenseits begleitet, dass das ein Rehbock war, das kann ja ebenfalls überliefert worden sein. Denn der Sinn dieser Masken ist natürlich, dass man das Tier, zu dem der Schamane oder die Schamanin eine Beziehung hat und das sozusagen das Geisttier ist, dass man dieses Tier verkörpert. Häufig sind es eben Rehe, Hirsche oder ähnliche Tiere, die mit großer Geschwindigkeit ins Jenseits reisen können und der Schamanin hier in diesem Fall als Seelenbegleiter dienen. Und warum ist nun diese Maske so wichtig, nicht? Die Maske ist deshalb so wichtig, weil wir ja solche Masken zwar in der Darstellung hatten, möglicherweise der Höhlenkunst, weil wir solche Masken im Mesolithikum gefunden haben, aber nie in einem sicheren Zusammenhang mit Schamanismus bringen konnten. Es könnten Jagdmasken sein zum Maskieren, es könnte alles Mögliche sein. Aber bei der Schamanin haben wir ja den körperlichen Defekt. Bei der Schamanin wissen wir ja ebenfalls seit kurzem, dass sie sozusagen einen Defekt am Foramen magnum, also am Hinterhauptloch hatte, bei dem sich die Ader einklemmt, die das Gehirn mit Sauerstoff versorgt. Gleichzeitig ist ist der erste Wirbel, der draufdrückt, und der zweite Wirbel. Das heißt, sie konnte Nystagmus erzeugen, ein Augenflattern, und sie könnte eine ohnmachtartige
Situation erzeugen, eine tranceartige Situation, wo jeder sah, sie ist die Schamanin und sie hatte dort sicherlich Visionen. Und daher wissen wir, dass sie eine Schamanin ist und daher wissen wir, dass das auch mit höchster Wahrscheinlichkeit der Überrest einer Schamaninnenmaske ist. Und daher können wir natürlich auch davon ausgehen, dass wir es mit Schamanenmasken zu tun haben, die davor deponiert wurden. Also diese Schamanenmaske und die anderen gehören zusammen. Die ältesten Schamanenmasken, die wir im Mesolithikum haben, gehen auf 9.000, 10.000 vor zurück. Das heißt also, wir haben über zumindest 5.000 Jahre diese Masken hier belegt. Und ob es auch im Paläolithikum, etwa in Trophrea, wo wir einen Tänzer sehen mit seinem Hirschgeweih, ob es sich dort um Animismus handelt oder um Schamanismus, das wird noch zu diskutieren sein. Für die Zeit, in der sich Spezialisten herausbilden, nämlich im Mesolithikum, wäre es logisch, dass sich das Spezialistentum Heiler, Schamane herausbildet. Und ich halte das durch die Schamanin von Bad Dürnberg für erwiesen. Und darin liegt die Bedeutung dieses Fundes, der damit nicht nur von einer mitteleuropäischen Bedeutung ist, sondern von einer globalen Bedeutung. Denn mit diesen Kenntnissen ist es uns nun möglich, andere Schamanengräber zu identifizieren. Und haben wir zuallererst Hilason Tachtit, ein Grab in Israel, in einer Höhle, wo wir praktisch fast ein identisches Grabensemble haben mit Schildkröten und mit zahlreichen Tieren, die die damalige Fauna spiegeln, und natürlich mit dem berühmten Grab von Hornschelter in Texas. Hornschelter ebenfalls unter einem Überhang, ein Grab mit 2 Personen, wahrscheinlich einem Schamanen mit Schamanenausrüstung und ein Kind oder ein Jugendlicher. Und dieses Grab wiederum zeigt von der Ausstattung so enge Ähnlichkeiten, dass wir es hier auch mit einem Schamanengrab zu tun haben. Das heißt, wir können vom Befund von Bad Dürnberg aus, und das macht die ungeheure Bedeutung aus, die paläolithischen Darstellungen besser interpretieren, wir können die mesolithischen Darstellungen erstmals einordnen, und die zahlreichen Geweihmasken, die wir bislang kennen, werden eben in den wenigsten Fällen Jagdmasken gewesen sein, sondern sie deuten auf Heiler hin, auf Heiler, denen es gelingt, in die andere Welt zu reisen und in der anderen Welt Hilfe für die eigene Gruppe oder vielleicht sogar die fremde Gruppe zu organisieren. Also Spezialisten, Menschen von höchstem Ansehen, deren Bedeutung so groß war, dass sie wie die Schamanin von Bad Dürnberg über zumindest 4, 5 Jahrhunderte im Gedächtnis der eigenen Gruppe blieben, verehrt wurden und sicherlich nicht nur von der eigenen Gruppe, sondern auch von dem ganzen Landstrich, in dem sie lebten. Wir fassen hier religiöse Vorstellungen vor den neolithischen Religionen, und damit fassen wir sozusagen mit dem Animismus, ich würde nicht sagen eine Urreligion, aber die plausibelste religiöse Vorstellung für Jäger und Sammler, die eine hierarchiefreie religiöse Darstellung ist, denn man ist Teil der Natur und der Mensch ist nicht herausgehoben etwas Spezielles, sondern Mensch ist Teil der Tierwelt, und Tiere können belebt und beseelt sein, ja, sogar Pflanzen oder sogar Steine können belebt und beseelt sein. Und das bedeutet, dass man in einer Umwelt völlig selbstverständlich und automatisch integriert ist. Und das ist ein Gefühl, das wir selbstverständlich verloren haben, denn spätestens seit der Aufklärung scheiden wir zwischen Kultur und Natur. Und daraus rühren viele Probleme unserer Welt, denn wir stellen immer die Kultur gegen die Natur und wir stellen immer den Menschen als etwas ganz Herausragendes gegen den Rest. Und wie schwierig das ist, bemerkt jeder, der im Zoo Schimpansen beobachtet. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.